Herzlich willkommen zum neuen Video und herzlich willkommen zu einem brandneuen Projekt. Und zwar starten wir heute etwas Größeres, und zwar ein Custom Build-Off. Und wo könnte man Custom Feeling mehr spüren als hier in der Heiligen Halle für Signature Bikes? Wie wir am Schrauben sind, da habt ihr jetzt durchaus schon oft gesehen. Darum wollen wir jetzt mal schauen, wie ihr in der Community am Schrauben sind. Wer das genau macht, das sind 3 Cult Heroes und ihre Teams rundherum. Was wir jetzt schon sagen können, wir haben eine länderübergreifende Community. Das heisst, wir haben ein Team aus Deutschland, ein Team aus Österreich und ein Team natürlich aus der Schweiz. Weil wir jetzt natürlich eine multilinguale Community haben, ihr habt vielleicht auch jetzt schon da unten die Untertitel einzuschalten. Dann habt ihr alles noch textlich verstehen, wie ich rummurmle und wie die anderen natürlich auf Österreichisch, auf Deutsch und auf Schweizerdeutsch miteinander reden. Damit ihr jetzt die Cult Heroes und ihre Teams kennenlernen können, haben wir uns kleine Clips schicken lassen und die können wir euch jetzt mal schnell einblenden. Deutschland, Ich bin der Kofi, das ist der Piuli. Wir bauen für das Mofa-Kult Build-Off mit dem Team Weissenstein-Schnitzer das geilste Grillo bauen, was es noch gibt. Und wir wollen natürlich das Teil rocken, oder? Mein Name ist Olli, Rina, Peter. Wir wollen beim Mofa-Kult Build-Off mitmachen, weil wir, glaube ich, die Mittel dazu haben und die Ideen und so viel Schrott, das verwertet werden muss. Grüß Gott, Ballon, grüß Gott in Erbsendorf. Ich bin's wieder mal, der Moni. Ich bin der Mofa-Mano in Tirol, Erbsendorf. Und ich und meine Schwester machen beim Mofa-Build-Off mit. Und wir gewinnen den Scheiß. Weil ich bin Lackierer, meine Schwester ist die Dekoration. Und dann möchten wir ein richtig geiles Video machen. Ha? Regeln haben wir unseren Cult Heroes und ihrem Team natürlich keine grosse gegeben. Es müsste mal ein Töffel sein, es muss aber von Anfang an nicht laufen. Am Schluss ist aber wichtig, dass es läuft und dass es einigermaßen sicher ist. Das heisst, wenn es eine Bremse dran hat, bin ich schon mal happy. Zum euch schon mal einen kleinen Vorgeschmack geben, was da alles sein könnte, sind wir natürlich da beim Sieg genau richtig. Der hat ja hinter uns so richtig geile Höbel. Wir holen ihn jetzt schnell runter, quatschen mit ihm hier drüber und quatschen noch ganz kurz, wieso dass wir jetzt eigentlich da sind, weil das hat natürlich auch noch einen Grund. So, Mann der Stunde haben wir gefunden. Oh, schau jetzt. Sick himself. Hoi, zusammen. Ihr kennt ihn sicher, Signature Bikes hat natürlich auch den YouTube-Kanal, wo all die geilen Projekte natürlich drin vorkommen. Um jetzt das aber ein bisschen zusammenfassen für uns, können wir schon über die kurz reden, was da alles gegangen ist. Also, hallo zusammen. Ich bin der Sig von den Signature Bikes. Wir machen Mofas, Vespas und Events. Das sind eigentlich unsere 3 Punkte. Das sind natürlich also die 3 Vorzeigestücke, darum sind sie auch ganz vorne. Das aktuellste Projekt, wie du schon gesagt hast, Grillo des Todes, Grillo de la Muerte, war ein Versuch gewesen, natürlich mit dem Two-Face, hinten Perlmuttweiss mit Metal Flakes und auf der anderen Seite grün. Umbautechnisch, die Rädchen, sehr markant natürlich, 72 Speicherrädchen, die machen wir im Haus. Die Gabeln zum Beispiel auch handmade von uns, Fußrasteranlage unten dran, integriert mit dem Seitenständer, das sieht man auf der anderen Seite. Der Kettenschutz eigentlich ist auch handmade. Der Rahmen noch ganz leicht nach außen geklopft, einfach, dass man ein bisschen mehr Luft hat für das Schutzblech. Ich habe es immer gerne, wenn die Schutzbleche eigentlich auf gleicher Höhe aufhören, vorne und hinten. Es gibt so ein bisschen Symmetrie drin. Natürlich da Hitzeprobleme, man kennt es sehr gut. Haben Sie den Rahmen verlängert? Das ist jetzt 19 Zoll, Nein, oder? ja, richtig, natürlich, ja, für mich schon fast normal, 19 Zoll. Ich habe den ersten Hobel, den ich gemacht habe, den Holy Max, dort habe ich 19 Zoll gemacht. Und ich finde es so, ehrlich gesagt, stimmiger, es ist ein bisschen satter, es ist ein bisschen kompakter. Schön kompakt, Ja. das alles zusammen und richtig schön mit diesen grossen Rädern. Genau. Vor allem das Hinterrad beim Maxi N. Das ist ja so ein Status dort. Nachher machst du ein schönes Schutzblech und nachher ist es so verloren. Irgendwie. Das stört mich immer ein bisschen. Dort so einzeln wegjagen, Ja. oder? Ja. Lackierung das sehr krass mit Wassertransfer noch, gell? Wassertransfer, Airbrush auf der anderen Seite, dort auch noch handgemalt, der Schädel. Also da ist alles ein bisschen drin. Ja. Und Thermolack, alles was da schwarz ist, die Filer außenrum. Wenn das 26 Grad erreicht, dann wird es transparent. Da gibt es eine ganze Videoserie über Grillo de la Muerte. Das ist jetzt gerade fertig. Jetzt ist das nächste Projekt am Laufen, aber das war gerade die letzte Serie. Und da sieht man das alles sehr gut.
Nickel Goldbober war ein bisschen mehr Arbeit gewesen, aber natürlich ganz klar Ursprung ist Nickel Goldbober. Darum ist der auch mal gebaut worden von mir oder von uns. Die Gabeln eigentlich dasselbe, aber natürlich in rund. Die Rädchen, man sieht es hier, das sind sogar noch handgemachte oder selber gedrehte Naben. Also das ist noch ein bisschen heftiger, aber ich habe mich damals schon bewusst entschieden für 72 Speichen, weil du kannst natürlich von der 36 einfach jeweils zwischen ihnen, dann kannst du nochmal ein Loch bohren. Da natürlich einfach sonst jenseits vom Aufwand, Rahmen foliert, Spiegelglanzlackierung, sehr eine aufwendige Geschichte, was versilbert wird alles. Findet man alles auch im Kanal, es geht jetzt viel zu lang, um das alles zu erklären. Das Hinterschutzblech allein etwa 20 Stunden Arbeit, dass das dort alles passt und die Kette schön durchkommt. Es ist natürlich ein bisschen schlecht, um die Übersetzung zu ändern. Aber das ist Custom, oder? Wir sagen immer, ihr müsst euch entscheiden. Das ist ja noch lustig, das hätte ein Projekt geben. Zum Fahren, ja, ein Daily, oder? Ich kann aber versprechen, das wird ein Daily, weil das ist ein bisschen etwas anderes. Das ist nicht ganz so extrem, da kann man die Räder gut rausnehmen und alles. Da ist alles so satt und eng und einfach halt schade. Der Lack, das hat ein Maschinengewehr gekostet erstens und wenn du da Kratzer drin hast, das kannst du nicht einfach betupfen. Ja. Oder? Aber zum zeigen, was man machen kann und natürlich im Tankinneres zählen ja die inneren Werte. Metal Flake Beschichtung im Tank hinein, ist also ein riesen Kilby dort drin. Hure geil, ich habe schon Ideen fürs Nächste. Mit dem gehst du aber auch viel an Messen. Ja, das ist natürlich schon ein bisschen das Maskottchen. Ja. Das hat es eigentlich ein bisschen ersetzt. Sternmotor kann man nicht vergleichen irgendwie, finde ich. Das ist ein kompletter Eigenbau, ein Sternmotor, 7 Zylinder, 160 Kubik. Das ist einfach etwas anderes als ein Sachsmotor, das kann jeder kaufen. Das ist halt das Schöne, oder? Die Herausforderung, die ist natürlich da. Man weiß nie, wie es aussieht am Schluss, das kennst du sehr gut. Einfach etwas wagen, oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich natürlich noch nie vor der Kamera, aber der Stil, das Ziel war eigentlich so ein bisschen die Lowrider-Szene, 70s, 80s, oder? Ja. Mac Flakes ohne Ende und ein Muster kreuzt das andere, oder? Ja, das war da ein bisschen der Plan gewesen. Zuoberst oben Holystar, auch schon Preisträger, eskalativ, natürlich mit Rahmen bauen, Tankbau, alles selber bauen. Oder? Das ist herrlich. Ja, danke, dass wir nicht selber bauen. Gute Bude, die natürlich Glasfaser verstärkte Kunststoff macht. Das ist natürlich für mich absolut Highlight, der Stil. Ja. Schon wieder. Ich muss abstellen. Es ist immer irgendetwas. Ihr seht es, beim SIG läuft es durchgehend, auch beim Filmdreh. Wenn ihr natürlich Projekte habt, könnt ihr auch bei ihm anrufen. Da hinter uns hat es nämlich eine Werkstatt, dort wird gearbeitet und geschraubt und tun. Da vorne eine Eventhalle etc. Genau. Wenn ich jetzt, es wäre unfair gewesen, wenn ich jetzt dich auch angefragt hätte für das Mofakult Bildorf, oder? Weil, ja, unfair. Das kann man nicht machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind in einer höheren Klasse, aber ich kann dir sagen, ich bin jetzt gerade wieder an der Custom Bike Show gewesen, dort haben sie vor allem Schwalben und so gebaut. Das hat die Jungs, die bauen Shit. Ja. Oder Zweitakt-Mafia. Das sind alles Private, der Standard ist da oben. Genau. Oder? Danke fürs Kompliment natürlich, schon wieder abgelenkt. Wenn ich jetzt dir würde sagen, schau, wir machen das Bild auf, die ersten 3 Gedanken. Welchen Hebel nimmst du? Die Grenzen sind, es muss am Anfang ein Mofa sein und am Schluss muss der Motor laufen und eine Bremse muss funktionieren. Welchen Hebel nimmst du? Offiziell auf der Straße fahrbar? Nein, oder? Scheiße. Okay, darf es auch Kleinmotor sein? Ja, also so. Ich wäre jetzt auf Miele, aber ganz in einem anderen Stil. Ja. Hängt da oben, weil das habe ich so als nächstes ein bisschen im Kopf. Also eine Miele, ein Rohrrahmen mit Nein, es ist gar kein Rohrrahmen. Okay. Es ist das dort, das rote Ding. ist mehr Schwalbe. Viel Blech. Ja, genau. Okay, so ein geschwungener Rahmen. Gut, okay. Ja. Was ist dein erster Ansatz, wenn du jetzt denkst, wir bauen jetzt ein Bike? Das heisst nicht mal unbedingt Custom Bike, sondern es ist einfach so, baust jetzt einen Umbau, auf was leistest du das Augenmerk? Für mich ist es immer eigentlich, ich habe gerne, wenn die Töffel gut laufen. Ich bringe ziemlich Gewicht auf die Waage, aber für mich ist immer das Design eigentlich das Handmade. Das ist ja Custom, ist Handmade. Also handgemacht ist für mich immer im Vordergrund. Das sieht man sofort an jedem Hobel, ob es gekauft ist oder ob sich einer wirklich Gedanken gemacht hat. Für mich ist das eigentlich immer Priorität. Oder ich sage, ein Custom-Hobel ist bei mir erst ab 50% handgemacht. Ja, und wenn wir jetzt einfach mal, ich sage jetzt, wir haben noch 2,5 Monate. Das ist gut, das ist schnell, wenn wir nochmal hier rüberziehen. Wie viele Stunden sind ja, vergiss es. Nein, 2,5 Monate machst du etwas. Also ich nehme das alles wieder zurück, 2,5 Monate, das kannst du vergessen. Also halt, kannst du vergessen. Kommt darauf an, wie viel Zeit hast. Hast du den ganzen Tag oder ist das ein Abend-Wochenendprojekt? Vermutlich Feierabend bei unseren Jungs, ja.
Okay. Mädels. Feierabend, Wochenende, ja, dann musst du richtig in die Eisen. Aber dann ist schon einiges machbar. Das Schwierigste ist halt einfach verchromen, vernickeln, vergolden, für was auch immer. Das, was du auswärts gibst, das ist einfach dann wartest schnell 2, 3, 4 Wochen. Auch für den SIG sehr, sehr spannend. Da kommen wir gleich zum zweiten Punkt oder zum nächsten Punkt. Wieso sind wir da beim SIG? Natürlich geile Location, da kann man das Feeling richtig aufsaugen. Wir wollen natürlich Präsentation hier vor Ort machen, da wo dann auch Leute sind. Wir machen jetzt immer ersten Freitag im Monat, hast du ja genau. offen, Event Location. Wir wollen es am ersten Freitag im Monat machen. Wir wollen, dass die Teams die Göppler präsentieren können, wo sie ihre Feierabend reingesteckt haben und ihre Das ist Wochenende. Und dass Geil, du natürlich Scheiß. dann auch das Ganze kannst anschauen kannst. Vielleicht können wir dich natürlich auch noch ein bisschen, so ein bisschen in die Jury rein mitnehmen. Wir haben es aber so gemacht, dass wir natürlich nicht nur wir entscheiden jetzt einfach, weil das ist immer natürlich subjektiv. Wir wollen dann gerade die Leute noch einbinden. Die Leute, die da sind, die Leute, die vorbeikommen, können dann gerade mitentscheiden, können das Zeug schauen, können die Dinge anschauen und feiern. Und dann würde ich sagen, gehen wir da zum SIG in der Eventhalle. Hey, hure geil. Ich freue mich riesig. Und ich finde es sehr gut, dass das Publikum einbezogen wird, weil die Meinungen sind so verschieden. Genau, dann haben wir dort eine grosse Masse. Ihr könnt dabei sein, ihr könnt natürlich die Infos hier über auf YouTube oder dann auf Instagram natürlich, beim SIG auf der Website. Genau, dann vielleicht auch. signaturebikes.com, dort steht alles. Dort sind alle unsere aktuellen Events drauf. Neujahrssales haben wir jetzt dann gerade zum Beispiel. Das ist wahrscheinlich schon vorbei. Besser sind noch nicht da gewesen. Hui. Aha, ja, okay. Das ist gut. Signature Bikes unbedingt abchecken und bei uns natürlich den Kanal abonnieren, ein Like da lassen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Sigi, danke dir vielmals. Tschüss. Haben wir. Mach's gut. Ich freue mich. Ja, so.